Ich bin Tatjana Kohler und bin Strategy Director bei Plex Group, wo wir heute auch filmen. Plex Group und ich, wir kennen uns schon relativ lange, on und off. Ich komme aus Berlin, wir sind eine Berliner Agentur. Ich habe in Berlin Kommunikationswissenschaften studiert an der UDK. Wir sind eben eine Berlin-ansässige Agentur für Markenkommunikation. Unsere Kunden sind alle aus dem B2B-Bereich, aber da aus allen möglichen Branchen. Wir haben aus der Industrie, Mittelstand und Großkonzerne, aber wir haben auch Stiftungen, Kulturinstitutionen, Energiedienstleister, wirklich alles im Grunde. Und in dem Fall mache ich hier Strategie und Konzeption und auch Text. Das fällt immer gerne zusammen. Und was uns ausmacht und vielleicht auch abhebt, ist das Zusammenspiel aus den Gewerken, die wir hier haben. Das ist Design, Digitalität, wir haben also auch eine eigene IT-Abteilung, aber wir haben eben auch Strategen und Architekten. Also wir haben eine eigene Architekturabteilung mit wirklich Architekten. Das heißt, wir machen Markenkommunikation überall. Digital, in Bewegtbildern, am Rechner, überall wo ein Screen ist im Grunde. Überall, wo gedruckt wird, das kennt man ja im Grunde schon auch so von Markenkommunikation, der Standard. Aber wir machen es auch in Brandspaces, zum Beispiel der Markenpavillon in Wolfsburg von Volkswagen, bei Messeständen, Kommunikation im Raum auch wieder aktuell durch leerstehende Bürogebäude und die Frage, wie bekommen wir Mitarbeitende wieder in die Bürogebäude rein, also da auch die Frage, wie können Marken kommunizieren, ganzheitlich im Raum und eben auch darüber hinaus. Und Plex Group bietet eben alles an, Markenkommunikation rundum, wenn man so möchte. Wir sind eine unabhängige Agentur, damals gegründet von Freunden und von denen sind auch immer noch einige Geschäftsführer. Einer der Geschäftsführer hat vor, ich glaube, 4 Jahren das letzte Interview mit dem IDZ gemacht. Das ist jetzt ja unsere zweite Runde, jetzt mit mir als neuem Gesicht. Davor war es Dietmar Mühr, unser damaliger Geschäftsführer, der ist jetzt, wie sagt man so schön, semi-retired ist, glaube ich, das Wort. Er geht anderen Interessen nach und ist jetzt aber eben nicht mehr Geschäftsführer. Und jetzt bin ich hier und Teil des IDZ und freue mich, da auch neue Wege zu gehen. Und so verändert sich die Agentur gerade auch ein bisschen. Wir sind mit unseren etwa 18 festen Mitarbeitenden, würde ich sagen, mittelgroß. Also wir gehören nicht zu einem der großen Flaggschiffe, aber trotzdem agil genug, dass wir Projekte von Anfang bis Ende betreuen. Also von, wenn man möchte, der Konzeption und der Strategie bis zur Umsetzung stehen dann da, bis die Website gelauncht ist, bis der Messestand aufgebaut ist, bis das Druckprodukt im Umschlag verschickt ist, für die, die das noch gerne tun. Also auch die komplette Runde einmal von vorne bis hinten. Ja, manchmal haben wir das Glück, dass es Projekte gibt, bei denen alle Gewerke einmal zusammenarbeiten dürfen, wo wir wirklich von vorne bis hinten eine Marke betrachten und in allen Bereichen Kommunikation denken und entwickeln können. Und eins dieser Projekte ist oder war die GASAG. Man sieht hier auch schon so einen kleinen Teaser, aber das zeige ich gleich noch. Die GASAG ist Berlins und Brandenburgs größter Energieversorger und die sind umgezogen ins EUREF Campus. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können, das ist also ein Campus, wo sich verschiedene Unternehmen platziert haben. Und da geht es um Zukunft, Innovation, nachhaltige Themen und die sollen sich gegenseitig befruchten und da einen inspirativen Raum haben im Grunde. Und da hat sich die GASAG ein neues Headquarter ausgesucht. Und es ging darum, wie kriegen wir die Marke kommuniziert. Damals gab es einen Pitch, den haben wir gewonnen. Und zwar mit einer Idee, die nannten wir damals Hallo Nachbar. Und sind inhaltlich daher gekommen, dass die GASAG besteht aus ihren Mitarbeitenden und arbeitet für die Bevölkerung. Es ist also ein sehr starker regionaler Faktor da. Im Grunde ist die GASAG Berlin und Brandenburg, wenn man so will. Und haben uns dann gefragt, was macht denn diese Regionalität aus? Was ist Berlin so richtig als Berliner? Wir sind die Menschen, wir sind Charaktere, wir sind auch die Orte, wir sind alles dazwischen, sehr bunte Stadt ist ja fast schon ein ausgelutschter Begriff, aber es gibt einfach sehr viel, was man da erzählen kann. Und haben diese ganzen Facetten genommen und überlegt, wie bekommen wir die in den Raum kommuniziert, aber eben auch so als Mantel, dass die Mitarbeitenden jeden Tag bei ihrer Arbeit sich verbunden fühlen mit ihrem Arbeitgeber, da gerne hingehen, gerne im Büro sind und sich freuen, da Teil
dessen zu sein. Das ist ja das Ziel eigentlich von so einem Interior Branding in einem Headquarter, dass man eine erfolgreiche Kommunikation hat. Da geht es schon lange nicht mehr um Werbung, da geht es nicht um Verkaufen, da geht es um Image und um ja, im Grunde gute Laune, Motivation, alles das Gute hervorzuheben. Wir durften uns also Raumideen ausdenken und die gingen von digitalen Lösungen. Zum Beispiel hatten wir da bewegt Screens, die waren wirklich so körpergroß. Die haben wir in die Bereiche gehängt, wo die Leute auch ein bisschen mehr Ablenkung vertragen konnten, wie Flur, also Durchgangsbereiche. Und die wollten wir mit Persönlichkeiten des Berliner Lebens bespielen. Zum Beispiel Familie Knopke, die hier ihre Wurst verkaufen. Die sind jetzt nicht so das Gesicht nach außen über Berlin hinaus, aber innerhalb Berlins kennt jeder diese Familie. Oder Sven Marquardt, seine Fotos und seine Geschichte. Oder Desiree Nick, also solche Leute. Und diese Bildschirme sollten interaktiv reagieren auf Menschen, die vorbeigehen und in dem Moment so eine kleine Bewegung auslösen, ein bisschen interagieren mit den Menschen, eben dieses Thema Hallo Nachbar miterzählen. Und dann ging es aber natürlich auch in den Bau und da haben wir viele verschiedene Dinge gebaut. Einmal ein Leitsystem über alle Etagen, das auch schon von außen sichtbar ist. Da stellte sich die Frage, wie soll das eigentlich aussehen? Das einzige Mittel, mit dem wir arbeiten wollten oder was wir hatten, war das Logo. Jetzt weiß natürlich jeder Designer, das Logo verunstaltet man nicht. Man darf nicht zu viel mit dem Logo machen. Das heißt, wir haben uns ein System entwickelt, das sich aus dem Logo ableitet, aber ganz eigenständig funktionieren sollte. Das Logo bestand aus Dreiecken und wir haben uns jetzt überlegt, wie können wir dieses Dreieck ausweiten, wie können wir das im Grunde skalierbar machen. Und da hat sich unser Architekt Alexander Jung überlegt, es gibt so eine Gleichung, Sierpinski, genau, die Sierpinski-Gleichung, wie kann man Dreiecke immer weiter verkleinern, sodass sie trotzdem weiterhin zusammenpassen, damit das nicht ein zu wildes Muster wird, sondern immer noch ein gewisses Pattern ergibt im Grunde. Und daraus hat er, aus dieser mathematischen Gleichung, das ist ein sehr konzeptioneller Ansatz, hat er Architekturelemente entwickelt. Da sieht man jetzt hier auch mal so ein kleines Dreieck von. Die hängen im Lobbybereich hinter dem Tresen, sehr, sehr groß. Die komplette Wand ist davon eingenommen. Und daraus haben wir eine Topografie gebaut, die so richtig nach vorne kommt. Das heißt, die Wand ist total lebendig. Also das sind die Dreiecke und die finden wir wieder im gesamten Leitsystem. Und eine Besonderheit war, wir sollten noch einen historischen Bereich einrichten. Da haben wir eine Logohistorie entdeckt. Und uns ist eingefallen, wir haben ja hier KPM, die Königliche Porzellanmanufaktur, die auch eine sehr, sehr lange Geschichte haben. Und haben uns überlegt, wir produzieren die Logos einfach aus Porzellan und hängen die in das Besuchercafé. Also auch diese Wand kann man sich angucken als Besucher oder Besucherin. Und dieser Prozess war sehr interessant und sehr, sehr aufwendig. Da ist hier zum Beispiel ein Teil von, man sieht noch das Sack von Gar, das fehlt jetzt hier. Da ist ein Fehler, das ist noch aus der Produktion, deswegen ist der markiert, aber das ist Porzellan. Ja, und das ist eben ein Projekt, was deswegen schön war, weil wir alle gemeinsam gearbeitet haben. Wir haben jetzt nicht unseren kompletten Katalog ausgelebt, es gab keine Website, die hätten wir natürlich auch bauen können, dazu ist klar. Aber wir durften mal so richtig kreativ an die Arbeit gehen und das macht jedem Kreativen natürlich ungemein Spaß. Plex Group als Agentur ist schon seit anno dazumal Mitglied im IDZ. Also im Grunde kenne ich es nicht anders. Plex Group und das IDZ sind ein Team gewesen schon immer. Und ich bin jetzt noch nicht so lange das Kontaktglied von Plex Group zum IDZ, aber lang genug, um schon so ein paar Events mitgemacht zu haben. Für mich ist es inspirierend, es ist Inspiration, andere Kreative zu erleben, was sie erzählen, was sie beschäftigt, wo da gerade Trends hingehen. Ich war kürzlich bei der Veranstaltung Berlin ist gelb, das war also der Buchlaunch zu dem Corporate Design von der BVG. Wir bewegen uns heute sehr stark im Berlin-Thema, ne? Also auch sehr schön, ein sehr schönes Event gewesen mit ganz tollen Themen, wo man sehr viel mitnehmen kann, immer. Und das ist für mich eine große Chance und es macht sehr viel Spaß, da mitzumachen. Und finde das IDZ als Institution für Agenturen, aber eben auch für Unternehmen, es soll ja auch eine Netzwerkmöglichkeit sein, ist aktuell vor allem immer wichtiger. Erstens finde ich, die digitale Welt
schottet so ein bisschen ab, dadurch, dass man online alle Informationen bekommt, aber es ist sehr bereichernd, sich in echt zu sehen und zu netzwerken und auszutauschen. Das leisten diese Veranstaltungen. Und in Zeiten von AI die Frage, wie können wir uns kreativ und im Design da aufstellen und wo geht es weiter hin? Und da leisten eben solche Veranstaltungen ihren Beitrag, indem man sich dort austauschen kann über solche Themen, und das finde ich toll. Aber ich habe auch hier zum Beispiel Füller als große Inspirationsquelle für mich. Das Haptische, das Schöne, viele Farben kann ich sowieso immer empfehlen für alle. Schreiben mit der Hand ist Denken mit der Hand. Aber gut, ich lese auch sehr gerne. Zuletzt etwas, was ich gut fand, von Miranda July, All Fours oder Auf allen Vieren auf Deutsch. Bestimmt nicht für jeder Mann, definitiv für jede Frau, also muss, weil völlig verrückt. Ist ein Trip, finde ich gut. Und eine andere Inspiration aus einem völlig anderen Bereich ist das Spiel Wikiparty für dich und deine Kollegen. Großartig. Da muss man auf Wikipedia-Artikel gehen, sucht man sich ein Wort aus, bestimmt das Endwort und muss gucken, wie man über die Hyperlinks dahin kommt in möglichst schneller Zeit. Das ist großartig für Assoziationsketten und das kreative Gehirn mal so ein bisschen zu entlasten.